Wir begrüßen ganz herzlich die liebe Julia bei uns von Lille Sol und Pelle. Hallo, Herzlich ich freue mich, willkommen. dass ich wieder da sein darf zur dritten Show, Ja. die wir virtuell jetzt machen. Genau. Genau, das ist richtig toll. Vielen Dank. Ja, die passenden Schnittmuster wieder zu unseren Kollektionen. Das passt immer sehr, sehr gut und wir freuen uns immer sehr, dass ihr uns auch da so zahlreich unterstützt. Ja, das machen wir gerne. Ja, starten wir. Würde ich auch sagen. Und zwar, ich erzähle erstmal ein bisschen was über unsere Schnitte, denn wir haben ja in diesem Jahr einen kleinen Relaunch gemacht. Und zwar haben wir zum einen, wir hatten früher ja auch diese Kunststoffverpackungen, davon sind wir jetzt weg und stellen nach und nach alle unsere Schnittmuster um auf diese schönen, umweltfreundlichen Verpackungen. Es ist trotzdem so gestaltet, dass man eben auch hinten noch sehen kann, was wir für Stoffverbrauch haben. Das ist ja immer gerade im Handel wichtig. Vorne sieht man dann das Titelbild durch. Und was wir außerdem umgestellt haben, ist, dass wir jetzt Schnittbögen haben, die wir eben ausschneiden können. Und wir sind im Moment jetzt, ich würde mal sagen, so circa bei 90% unserer Schnittmuster. Wir haben ja, ich weiß nicht, glaube ich, 120 Stück oder so, die wir schon umgestellt haben. Einen kleinen Restbestand haben wir noch, aber das wird jetzt in den nächsten, ich denke mal, 2-3 Monaten dann auch soweit sein. Ansonsten haben wir hier, wie ihr es ja auch kennt, die vollständig bebilderte Schritt-für-Schritt-Fotoanleitung immer drin und auf unserem YouTube-Kanal eben die Videoanleitung. Genau, so ist das. So, Ja. dann würde ich sagen, Fangen wir mal an. Genau, und da fangen wir nämlich tatsächlich gleich mit einem Schnittmuster an, was zum einen einer unserer absoluten Klassiker ist und auch tatsächlich noch nicht umgestellt, einfach weil wir da einen riesengroßen Stand hatten. So, und der ist tatsächlich jetzt aktuell noch in der Kunststoffverpackung, aber ich denke, wie gesagt, in den nächsten 2 Monaten ist auch das umgestellt. Das ist unser Cardigan mit Schalkragen, Lille Sol Woman Nummer 29. Und den gibt es einmal als Schnittmuster hier eben in dieser kurzen Variante mit dieser schmalen Blende. Wir haben in dem Schnittmuster aber auch die Variante mit einer breiteren Blende, sodass man den Kragen umklappen kann, dass es dann fast so eine Art Blazer ist. Und man sieht hier schon, das kann man auch ganz super schick einfach kombinieren fürs Büro oder wie auch immer. Und hier haben wir, wie gesagt, diesen Cardigan mit Schalkragen auch noch in einer langen Variante, da wir immer wieder gefragt worden sind, wie man denn den Cardigan verlängern könnte. Und das ist durch die umlaufende Blende nicht so ganz einfach. Deswegen haben wir den einmal komplett neu aufgesetzt, auch mit Taschen dazu und hier noch in einer langen Variante. Genau. Und dazu zur Seite, kombinieren wir hier ganz schlicht unser Basic-T-Shirt. Das ist Lille Sol Woman Nummer 56. Das ist ein, wie es schon sagt, ganz klassischer Basic-Schnitt. Auch hier wieder mit verschiedenen Varianten, verschiedene Ärmellängen, verschiedene Saumlängen. Es gibt einmal einen geraden Saum, es gibt aber auch diesen schönen runden Saum. Wir haben hier einen V-Ausschnitt, einen Rundhalsausschnitt, einen tieferen Rundhalsausschnitt, aber auch einen höheren, der so tatsächlich richtig an so ein Sport-T-Shirt erinnert. Genau, aber man kann, wie man sieht, das auch wunderbar ganz schick einfach kombinieren. Hier zusammen mit einem Knopfrock. Das ist Lille Sol Woman Nummer 40. Den kann man entweder ganz durchgeknöpft machen oder so wie ich es auch hier genäht hatte, einfach nur mit 3-4 Knöpfen oben. Dann klafft der auch nicht so auf. Ja, und hier haben wir einmal den Jacquard Jersey Serge. Und hier kann man diese wunderschöne Struktur auch sehen. Genau. Der eignet sich wirklich für den Schnitt ganz toll, finde ich. Ja. Und darunter, das ist auch eure Basic. Genau, der Vanessa in weiß. Genau. Aus dem Standardsortiment. Genau, aus dem Standardsortiment. Das ist ja einfach so ein Klassiker, den man auch wirklich immer wieder gebrauchen kann. So, dann haben wir hier unser Schnittmuster Lille Sol Woman Nummer 44, Mia Flora. Auch das ist ein toller Schnitt, den man für Jersey-Kleider nehmen kann, die schick sind, aber gleichzeitig total bequem. Durch Jersey kann man einfach die Kleider wunderbar auch eben im Alltag tragen. Und man sieht trotzdem irgendwie angezogen aus, wie mit diesem leichten Kelchkragen. Ein bisschen tieferer Ausschnitt. Und das Schöne an diesem Schnitt ist, dass man das eben sowohl hier als Kleid nähen kann, aber eben auch einfach als Shirt. Also da lassen sich tatsächlich auch ganz tolle Shirts draus nähen. Das vergessen viele bei den Kleiderschnittmustern immer, dass in fast allen unseren Kleiderschnittmustern auch immer eine Shirt-Variante mit drin ist. Sodass man da eben einfach auch mal zu Jeans oder Hosen was Schönes nähen kann.
Und hier haben wir den Baumwoll-Jersey Water Reflection von Thorsten Berger. Und hier wurde er, also so ist der Verlauf, und hier wurde er einmal von oben nach unten gesetzt. Genau, Sehr, also der sehr ist schick richtig durch den, toll. Ja, und durch den Gürtel, wenn das genau. so ein bisschen unterbrochen wird. Genau, also das ist wirklich ein ganz, ganz toller Stoff. So, dann machen wir hier weiter. Ups, nicht, dass mir die Puppe gleich auseinanderfällt. Ja, das ist einmal unser Jumpsuit. Diese Art von Wickel-Jumpsuit waren ja in diesem Jahr einfach total angesagt. Die sah man ja überall ganz viel. Und durch dieses Wickelteil kann man ihn relativ leicht an- und ausziehen. Das heißt eben auch, wenn man ja einfach mal so eben auf Toilette muss oder wie auch immer. Das ist ja manchmal ein bisschen schwierig bei Jumpsuits. Das ist so. Und ja, da kommt man aber tatsächlich ziemlich gut rein und raus. Das ist gar kein Problem. Es gibt hier auch noch die Möglichkeit, zusätzlich Gürtelschlaufen anzunähen und dann einfach einen Gürtel noch dazu zu nähen und das Ganze dann noch so ein bisschen mehr auf Figur zu setzen. Das kann man machen, wie man möchte. Man kann aber auch tatsächlich einfach einen gekauften Gürtel einziehen. Sieht auch schick aus. Wir haben hier die Taschen, hier kleine Buntfalten. Die Ärmel können auch variiert werden. Ich zeige hier auch nochmal das Schnittmuster. Das ist ein relativ neues Schnittmuster. Und auch für den Sommer zum Beispiel als kurze Variante. Das ist ein richtig schöner Schnitt. Und genäht aus dem Baumwoll-Jersey Smilla. In dieser schönen Baumwoll-Jersey-Qualität. 90% Baumwolle, 10% Elastan. Und hier mit den schönen Schriftzügen. Auch sehr schön, dass es einmal so eingesetzt wurde. Genau. So, zu dem Schnitt komme ich ganz zum Schluss nochmal. Jetzt, ups. Ja, hole ich auch mal einen unserer Klassiker. Dieses hier ist unser Wickelshirt. Little Soul Woman Nummer 41. Auch hier sind wieder verschiedene Varianten, was die Ärmel betrifft drin. Und das Schöne ist, das ist hier tatsächlich für ein Viskose-Jersey. Also das sollte wirklich ein weichfallender Stoff sein, weil dann bekommt das hier tatsächlich diesen schönen, ja, fließenden Fall. Und was ich auf jeden Fall empfehlen würde, das habe ich jetzt hier bei der Puppe nicht, aber das wird auf jeden Fall mit einem Top drunter getragen. Denn es ist schon so, dass das Ganze eben offen ist und aber super schick wirkt. Ja, durch diese Drapierung eben, die das vorne auch hat. Und dazu kombiniere ich eine Tapered Hose Paula, Little Soul Woman Nummer 62, hat hier auch die Taschen, hat diesen angedeuteten Hosenschlitz, das ist nur ein Fake-Hosenschlitz und im Rücken bzw. hinten hat es einen Gummizug, sodass das auch dann tatsächlich auch, ich sag mal, nähanfängerfreundlich ist. Ja. Also das ist ja doch immer die einfachere Variante, da tatsächlich nur rein und raus zu schlupfen. Und so traut man sich auch einfach. Genau. Das ist so ja, wenn man anfangen möchte, ein bisschen klassischere Hosen zu nähen. Ja, vor Hosen hat man immer Angst. Ja. Und du nimmst diese Angst. Genau, hoffentlich. Der Viskose Jersey Bolero Blooms von Jolie Ju. Und hier in dem schönen Ocker kombiniert mit dem dunkelblau. Genau. Und ich finde, muss ich dazu nochmal sagen, das ist tatsächlich ein Jersey, den man vernäht sehen muss. Als ich den ursprünglich gesehen habe, habe ich gedacht so, als es fertig war, habe ich gedacht, mega. Mit dem dunkelblau kombiniert unten. Genau, richtig klasse sieht das aus, super schick. Also sehr edel. Genau, das finde ich tatsächlich auch. Ups, geht das? Ja, das kriegen wir doch hin. Hier haben wir auch nochmal ein Mia Flora Kleid, das hatte ich euch ja eben gerade schon kurz einfach hinstellen. Ja, ich wollte ganz auch mit der Hand behalten, aber genau, das ist das, was ich euch hier schon mal gezeigt hatte. Hier ist es ja eher dunkelblau und klassisch. Hier auch nochmal in etwas heller, jetzt ein bisschen fürs Frühjahr dann tatsächlich. Genau, und das finde ich ist nämlich auch hier dieses ganz feine Muster, finde ich, macht den Schnitt unheimlich schick. Ja, wenn man näher rangeht. Von Weitem von Weitem sieht man das tatsächlich gar nicht, aber wenn man ganz nah rangeht, genau, hat man da eben diese leichte Struktur in dem Stoff. Genau. Und das ist der Baumwoll Jersey Trust von der lieben Anke von Cherry Picking. Und hier in dem Orange Altrosa. Genau. So, ups. Genau, guck mal, ich hole die. Da. So, ups. So,
und auch das hier ist wirklich einer unserer absoluten Klassiker. Erkennt man schon an der Nummer, Little Woman Nummer 6. Das ist tatsächlich wirklich, ja, einer unserer ersten Damenschnitte sozusagen, aber bis heute wird der einfach total gerne und viel genäht. Hat hier oben diesen leichten Stehkragen, einmal die klassische Knopfleiste, hier oben die Passen und diese ganz leichte Raffung. Verschiedene Ärmelvarianten sind möglich. Er hat hier diese Manschetten und das Schöne an den Manschetten ist, das ist sozusagen die ganz einfache Variante, nämlich einfach nur hier mit so einem kleinen Schlitz und angenäht und nicht richtig hoch geschlossen und mit Knopf und allem drum und dran. Also auch das ist relativ anfängerfreundlich zu nähen. Genau. Ein richtiger Klassiker. Ja, das ist wirklich ein richtiger Klassiker. Ja, ja, genau. Das ist also, wird seit Jahren rauf und runter genäht. Das glaube ich. Und hier haben wir die viskose Webware Jonna in diesem wunderschönen warmen Grünton mit Aprikot. Genau. Und hier habe ich auch wieder die Hose Paula dazu kombiniert. Genau. Ups. Ist immer ein bisschen schwierig an diesen Puppen. Geht das? Ja, das geht. Genau. So, und auch hier, was ich vorhin schon sagte, was gerne vergessen wird, ist, dass wir in den meisten unserer Kleiderschnitten eben auch die kurze Variante haben. Hier sprich als Hemd. Das ist unsere Hemdbluse oder unsere Hemdbluse und Kleid, Camisa, Little Woman Nummer 43. Und ihr seht schon, also es ist tatsächlich, wenn man es eben einfach nur als Bluse näht, ein ganz klassischer Hemdenschnitt, ist aber eben dann auch möglich als Kleid zu nähen. Und hier habe ich jetzt einfach mal ein Hemd genäht und es hat hier oben einen klassischen Steg und Kragen, aber es ist relativ leicht zu verarbeiten, weil wir das Ganze hier mit Beleg arbeiten und hier nicht wie klassischerweise der Steg sozusagen über die Knopfleiste genäht wird, sondern zwischen Beleg und Vorderteil. Und dadurch ist das relativ einfach. Und da empfehle ich tatsächlich auch immer, wer jetzt so ein bisschen Angst hat und sich nicht so ganz traut, schaut euch ruhig einfach vorher einmal unser Video an. Und dann seht ihr meistens, es ist kein Hexenwerk. Das bekommt man hin. Genau. Mhm. Und das ist die Viskose-Leinenmischung Lizzie. Wieder in diesem schönen warmen Grünton. Und sehr schön für dieses für die Hemdbluse total, oder fürs Kleid. Ja. Das finde ich auch, absolut. Und dazu habe ich einen ganz einfachen Jersey-Rock, Little Woman Nummer 48. Ja, man sieht schon, das ist wirklich ganz leicht zu nähen. Vorderteil, Rückenteil und ein Bund dran. Man kann ihn noch mit Taschen nähen, das ist gar kein Problem. Wir haben, so einfach er auch ist, aber auch hier verschiedene Varianten. Zum einen die ausgestellte Variante, aber auch die schmale Variante, so im Stil eines Bleistiftrockes. Man kann das Knie lang nähen, aber auch übers Knie rüber. Also es ist zwar ein ganz einfacher Schnitt, aber auch hier gibt es wieder verschiedene Varianten, die möglich wären. Aber sehr schick und elegant. Ja, genau, ganz einfach zu nähen. Also der ist wirklich in einer halben Stunde genäht. Genau. Hier haben wir unseren Casual Sweater. Das ist so Nummer 61, das ist auch einer unserer neueren Schnitte. Und man sieht schon, auch hier wieder verschiedene Varianten möglich. Hier habe ich jetzt einfach die Kragenvariante genäht. Die könnte man auch noch zusätzlich natürlich mit Benzel nähen. Also hier oben Ösen einsetzen und dann Benzel ran. Oder ihr könnt auch eine Kapuze nähen, ist auch im Schnittmuster enthalten. Oder einfach mit einem Bündchen. Da seid ihr flexibel. Er hat hier diese überschnittenen Ärmel. So, das sieht man. Dann könnt ihr hier unten ein Bündchen annähen, könnt es aber auch einfach säumen. Und was hier schön ist, ist dieser gebogene Saum. Das kann man vielleicht von der Seite so ein bisschen besser sehen. Ups, hier ist er hinten etwas länger als vorne. Und was man hier auch noch machen kann, ist eine Variante mit dem Schlitz. Das ist auch noch bei uns im Schnittmuster extra erklärt, dass man dann hier einen Schlitz hätte, praktisch zwischen dem vorderen und dem hinteren Saum. Genau, Saumbündchen. Hier ist das jetzt, glaube ich, gerade mal schon. Ja, nee, stimmt, genau. Jetzt muss ich gerade selber gucken, ob es einfach nur gesäumt ist, aber nein. Hier ist auch das extra angesetzt. Ja, genau. Und hier haben wir den Modal French Terry von Cherry Picking. Und hier einmal in diesem schönen Orange Altrosé. Genau. Das auflassen. Mhm. Genau, jetzt erstmal.
dieses hier. So, und dieses hier sind auch zwei neue Schnittmuster oder relativ neue Schnittmuster von uns. Das ist zum einen das Raglan-Shirt Combina. Und das Besondere an diesem Raglan-Shirt ist also zum einen natürlich auch wieder verschiedene Ausschnittvarianten. Ihr seht schon hier Rundhals- und V-Ausschnitt. Aber hier ist es möglich, zum einen, also das Vorder- und das Rückenteil wird natürlich aus Jersey genäht, aber es ist möglich, die Ärmel entweder aus Webware oder aus Jersey zu nähen. Also es sind zwei verschiedene Schnittteile für die Ärmel enthalten. Bei der Webware-Variante ist hier oben ein Abnäher drin, dadurch sitzt das Ganze so ein bisschen schöner. Und das eignet sich ganz toll, wenn man, ich sag mal, noch so schöne Webware-Reste hat, wo man sich irgendwas Hübsches draus genäht hat. Sehr gute Idee. Und und dann denkt man, ach, so ein kleines Stückchen, was macht man jetzt da draus? Und das kann man tatsächlich dann total super, ja, als Resteverwertung sozusagen, sich nochmal ein schickes Shirt nähen, was dann gegebenenfalls nämlich zum Rock passen würde. Und das hier ist unser A-Linienrock Alba. Und auch das ist wieder so ein ganz klassisches Schnittmuster. Aber auch hier ist im Schnittmuster eine Webware-Variante und eine Jersey-Variante enthalten. Und die Webware-Variante hat eben einen Reißverschluss, damit man halt reinkommt. Und bei der Jersey-Variante ist einfach nur ein Bund. Und ich zeige euch, guck mal, wenn wir das gleich nochmal einmal dazu nehmen. Das ist genau die gleiche Kombination. Aber ja. Halt, das ist dann eben so die, ich sag mal, die sportliche Strandvariante, komplett aus Jersey mit einem Jersey-Rock und hier eben ein bisschen eleganter, weil wir hier eben die Webware haben, hier die Webware Ärmel, aber das ist dann auch einfach Jersey, genau. Und hier haben wir die Viskose-Leinmischung für den Rock und für die Ärmel und kombiniert mit dem Baumwoll-Jersey Vanessa in Koralle. Genau. Also sehr, sehr schön, dass man die Qualitäten untereinander mixen kann. Genau, das haben wir nämlich ganz bewusst gemacht, dass wir einfach mal, sonst Raglan-Shirts, klar, hat man ja häufiger schon mal genäht, so wie hier eben mit der kompletten Jersey-Variante. Und hier haben wir das eben bewusst einfach mal gemacht, dass man halt auch, ja. Was übrigens auch richtig schön ist, ist Viskose. Also dafür, das ist ja jetzt dieses Viskose-Leingemisch, aber ganz normale, reine Viskose geht dafür auch ganz toll. Das fällt richtig schön. Dass man seine Reste dann aufkochen kann. Genau. Und hier haben wir dann einmal den Baumwoll-Jersey Lona in dem Blauton und Baumwoll-Jersey Smilla hier in Pink Türkis. Sehr, sehr schick. Genau. Ups. Hier hin. Genau. So, und hier haben wir auch wieder einen unserer Klassiker, die Softshelljacke Nummer 21. Das ist eine ganz klassische Softshelljacke. Sie hat hier eben diese Teilungsnähte, wodurch sie ein bisschen Form bekommt. Sie hat einmal einen ganz normalen Reißverschluss, hat hier oben noch so einen Reißverschlussverstecker. Es ist möglich, hier noch Taschen zu nähen. Die Taschen können auch mit Reißverschluss genäht werden. Und ansonsten hat sie hier eben diese Kapuze. Genau. Und hier haben wir den Nano Softshell Fiete mit der grauen Abseite und hier die Aprikot-Variante. Ja, ich kann das dann noch aufmachen. Da sieht man das auch, also hier innen die Belege und dann hat man hier diese graue. Genau. Ja. So. Sehr, sehr schick, auch mit dem Taubenblau kombiniert. So, und dann haben wir hier vorne das ist auch ein Kleid, was ihr bei mir, wenn ihr auf unserem Instagram-Account regelmäßig vorbeischaut, ganz häufig sieht, weil das tatsächlich ein Schnittmuster ist, was ich selber einfach total gerne nähe. Hier einmal aus Viskose. Ihr habt hier vorne eben diesen Einsatz, hier einen kleinen Stehkragen, diesen leicht eckigen Ausschnitt. Und für Viskose eignet sich hier tatsächlich diese geraffte Variante. Aber ich zeige euch einmal das Schnittmuster. Ihr seht hier, dass es auch hier wieder ganz viele verschiedene Varianten gibt. Das ist das Tunika-Kleid Mariluna. Und man könnte diese geraffte Variante eben auch weglassen. Gerade wenn man jetzt etwas festere Stoffe vernäht, wie zum Beispiel ein Jeans, also einen leichten Jeans oder eine Popeline wäre auch tatsächlich möglich. Dann würde ich empfehlen, diese Raffung hier vorne wegzulassen.
Aber wenn man eben so leicht und schön fließende Stoffe nimmt, dann kann man das einfach ganz toll nähen. Und das ist ein super angenehmer Sommerschnitt, den man einfach mal schnell so drüber wirft. Er hat auch keinen Reißverschluss oder ähnlich, sondern man kann da tatsächlich einfach so reinschlüpfen. Und auch hier ist es wieder möglich, entweder eine Bluse oder eine Tunika zu nähen oder so wie jetzt hier eben das Kleid. Und hier haben wir die Viskose-Webware Seaweed von Thorsten Berger in dieser schönen Kombination. Ja, also das ist wirklich eine Lila Farbe, Orange. damit fällt man auf. Ja, aber die ist total aber sie ist nicht cool. zu doll. Nein, aber gar sie ist nicht. knallig, aber trotzdem ja, nicht. Genau, aber die ist wirklich klasse. Ja. Ganz toll, ja, finde ich auch. So, und dann habe ich ja gesagt, dass ich noch ein bisschen eine kleine Aussicht auf unsere neuen Schnittmuster mitbringe. Die sind tatsächlich aktuell erst im Probenähen, das heißt, es dauert auf jeden Fall noch ein kleines bisschen, bis wir soweit sind. Das hat ja immer ein bisschen Vorlauf, das ist einfach so. Und da haben wir hier einfach einmal einen Polunder. Das ist im Grunde ein ganz klassischer Polunder, aber wer schon mal so ein bisschen geguckt hat, jetzt im Herbst, man sieht überall Polunder. Richtig cool, also hier habe ich jetzt so ein bisschen frühlingshaft kombiniert, aber richtig toll sehen darunter auch einfach große Hemden aus. Klassisches weißes Hemd mit Kragen, was dann eben so aufgestellt ist, unten rausguckt. Und deswegen wird es in dem Schnittmuster auch noch eine Cropped-Variante geben, die dann, ich sag mal, irgendwo so bis hier ungefähr geht. Das ist dann noch so ein bisschen moderner sozusagen. Bauchnabel. Ja, also genau. Also ich persönlich würde was drunter tragen, aber man kann das natürlich auch bauchnabelfrei tragen. Ja. Genau. Also, genau, das, wie gesagt, wird es, ich würde mal sagen, Ende September, Anfang Oktober. Ist ja auch bald. Ist ja auch Die bald. Zeit rast immer Ja, zum ja, Jahresende. ja, genau. Aber wie gesagt, ein klein bisschen brauchen wir schon noch. Und hier hast du den Jacquard Jersey Serge verwendet. Einmal so. Ja, das ist das Besondere daran. Genau. Und einmal die Rückseite. Genau. Sehr, sehr schön. Das kann man richtig gut mit dem machen. Das ist ganz toll, weil es farblich halt total harmoniert und man den einfach nur umdrehen braucht. Das ist wirklich praktisch. Dazu habe ich wieder den Knopfrock kombiniert, den ich euch ja vorher auch schon gezeigt hatte. Ja. Genau. Und der zweite Schnitt, den es demnächst geben wird, ist diese Strickjacke, Strick-Cardigan, Jacke. Also es ist keine klassische Outdoor-Jacke in dem Sinne, sondern sie wird am besten tatsächlich aus Strick oder so wie hier jetzt Jacquard genäht. Genau, hat eine klassische Knopfleiste, den Stehkragen. Genau, so und das ist jetzt so das, was es als nächstes bei uns geben wird. Da können wir uns ja schon drauf freuen. Ja. Und hier haben wir den Jacquard Jersey Leroy in dem Blauton. Ja, genau. Richtig schön. Ja, und das Schönste kommt zum Schluss. Ups, ach nee, da. Genau. Und zwar, ich trage das Biesenkleid und auch hier als Tunika Laurelia. Und bei diesem auffälligen Muster sieht man das jetzt nicht so ad hoc, aber es hat eben diese schönen Biesen hier oben am Oberteil. Das sieht man natürlich jetzt bei Unistoffen noch deutlicher. Da wäre auch hier der Tencel ganz toll für. Da sieht man das natürlich einfach noch mehr. Aber auch so finde ich das mit den gemusterten Stoffen richtig schön. Ja. Und hier ist auch wieder möglich, verschiedene Varianten zu nähen, als Bluse, als längeres Kleid. Man kann es mit Stufen nähen, man kann das aber auch einfach mit einem glatten Rockteil nähen. Ja, da seid ihr auch wieder ganz frei. Verschiedene Ärmellängen, mit oder ohne Manschetten, wie ihr das möchtet. Genau. Ja, und du trägst die viskose-webbare Genau. Lexi. Ich bin mal so frei und halte Ja. sie ran. Die Schulter. Das bin ich. In diesem schönen Kachelmuster. Ja, das ist richtig toll. Ja. Als nächstes werde ich, nächstes Frühjahr dann noch dieses hier vernehmen. Die finde ich auch richtig schön. Genau. Ja, da können wir uns ja schon freuen auf den Sommer. Ja, das denke ich auch. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du hier warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, wir freuen uns bis zum nächsten Mal. Ja, ich bin gerne wieder dabei. Ja, ein bisschen Hausmesse-Feeling haben wir jetzt wieder bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Danke. Und dann sagen wir Tschüss. Genau, tschüss, bis zum nächsten Mal.